Urlaub wird immer teurer. Wie ihr eine möglichst günstige Zeit in Budapest verbringt, zeigen wir euch heute. Wie in fast allen Städten ist man auch in Budapest am günstigsten mit den Öffis unterwegs. Ein Tagesticket für Öffis kostet etwa 6 Euro. In diesem Ticket ist der Weg zu und vom Flughafen allerdings nicht enthalten. Das Flughafenticket kostet etwa 5,30 Euro pro Person. Das Metro-, Tram- und Busnetz in Budapest ist übersichtlich und leicht verständlich. Was gehört vor allem im Winter zu einem Besuch in Budapest? Genau, ein Thermenaufenthalt. Am geläufigsten ist wohl das Széchenyi-Heilbad, weil es das größte und bekannteste ist, aber auch das teuerste. Ein Tagesticket kostet unter der Woche 27 Euro und am Wochenende und an Feiertagen bis zu 32 Euro. Man kann Tickets nicht stundenweise kaufen, sondern nur für den gesamten Tag. Wir waren stattdessen im Veli Beybad. Dieses ist eines der ältesten Thermalbäder in Budapest und wird durch die Kirche betrieben. Die Therme als solches ist von außen kaum zu erkennen und der Eingang wirkt eher wie der eines Krankenhauses. Es gibt 2 Öffnungszeiten, von morgens 6 bis 12 Uhr und 15 bis 21 Uhr am Nachmittag. Es empfiehlt sich schon vor der Öffnungszeit da zu sein, da man sonst eine Nummer ziehen muss und warten muss, bis die ersten Gäste das Thermalbad wieder verlassen haben. Der Eintrittspreis am Vormittag liegt wochentags bei etwa 11 Euro und nachmittags und am Wochenende bei knapp 15 Euro. Wir mussten eine Nummer ziehen, weil wir am Nachmittag etwas spät dran waren, sind dann aber nach 1,5 Stunden zurück zum Bad und wurden dann hereingelassen. Das Einzige, was uns am Bad nicht so gut gefallen hat, war die Umkleidesituation. Jeder einzelne Schrank war vergeben und dadurch war es in dem Umkleideraum sehr chaotisch und laut. Unsere Aufnahmen hier haben wir erst beim Herausgehen gemacht, daher sieht man von dem Chaos nichts. Nach einem Aufenthalt in der Therme hat man natürlich Hunger. Was soll man sich in Budapest auf keinen Fall entgehen lassen? Baumstriezeln gehören zu den Klassikern in Budapest. Checkt auf jeden Fall vorher Google Maps, damit ihr nicht an eine Touristenabzocke geratet. Unbedingt zu Budapest gehört auch ein leckeres Langosch. Wir sind bei Jajai Gourmet Langosch gelandet. Super leckerer und frischer Langosch mit spannenden Belegen. Ein Langosch hat uns knapp 7,50 Euro gekostet. Das ist ganz sicher keins der günstigen Langosch in Budapest, aber mit Sicherheit eins der leckersten. Ein sehr gutes und preiswertes Erlebnis hatten wir in Kisarang Restaurant. Während der Wartezeit draußen bekamen wir sogar ein kleines Glas Glühwein umsonst. Das traditionelle ungarische Essen hat fantastisch geschmeckt und hat uns pro Hauptgang weniger als 9 Euro gekostet. Wir haben außerdem die Markthalle besucht. Ein Ort, an dem ihr auf jeden Fall nicht nach günstigen Souvenirs suchen solltet, aber auf jeden Fall einer, den ihr euch trotzdem ansehen solltet. Vielleicht habt ihr euch auch mal gefragt, wie man in Budapest grundsätzlich bezahlt. Die Währung in Ungarn ist der Forint. Es gibt natürlich an jeder Ecke die Möglichkeit, Geld abzuheben oder eben auch Geld zu tauschen. Beim Abheben nehmen die meisten Automaten aber eine hohe Gebühr und beim Tausch fällt oft auch eine Kommission an. Und es gibt oft auch einen sehr schlechten Kurs. Wir haben einfach die ganze Zeit mit der Visa bezahlt und sind dabei nirgends auf Probleme gestoßen. Wir haben uns eine abendliche einstündige Donaukreuzfahrt gegönnt. Diese gibt es bei wahnsinnig vielen Anbietern mit unterschiedlichen Preisen. Unsere hat uns 14 Euro pro Person gekostet und enthielt ein Glas Wein. Diese hat allerdings etwas mehr nach Essig als nach Wein geschmeckt. Leider war die Kreuzfahrt auch schon nach etwa 55 Minuten beendet. Es hat sich aber aus unserer Sicht trotzdem gelohnt. Budapest bei Nacht sieht wunderschön aus.
Immer umsonst ist ein Spaziergang im Park, so auch im Budapester Stadtwäldchen. Dort kann man auch die Burg besichtigen. Wir waren in Budapest zwar nicht in einer Burg untergebracht, aber dafür sehr günstig. Wir hatten einen A&O Hotelgutschein im Wert von 59 € und konnten damit 2 Nächte recht zentral in Budapest übernachten. Die Unterkunft ist bekanntermaßen eher ein Hostel und es kann auch schon mal laut werden. Das Frühstück ist so durchschnittlich, sagen wir mal. Das haben wir auch zusätzlich separat dazu gebucht. Aber viel günstiger und zentraler hätten wir tatsächlich nicht übernachten können. Übrigens gab es auch eine Schlittschuhbahn in unmittelbarer Nähe des Heldenplatzes. War für uns jetzt nichts, weil wir nicht die größten Pirouettendreher überhaupt sind. Ein toller Ort, der sich kostenfrei erkunden lässt, ist die Fischerbastei in Buda. Hier ergibt sich ein wunderbarer Blick auf Pest. Gerade in der goldenen Stunde war der Ausblick ganz herrlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da oder folgt uns für weitere kulinarische und feline Reiseabenteuer quer durch die Welt.